Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute, danke fürs Zusehen von einer weiteren Folge. Heute haben wir mal ein bisschen Spaß. Kein Grand Prix, da haben wir uns ja gestern nochmal mit Ach und Krach qualifiziert. Und heute haben wir mal einfach ein bisschen Spaß und fahren ein bisschen Serie 10 und ja, auf dem Weg Serie 11 aufzuschalten. Hinterlasst dem Video einen Daumen, wenn euch das Video gefällt. Hinterlasst noch ein Abo da, am besten auch noch die Glocke, so verpasst ihr auch keine Videos in Zukunft, wenn ich die hochlade. Ja, springen wir mal direkt rein. Mir fehlen noch ein paar Flaggen zur Serie 11 und ja, da bin ich jetzt heute schon den ganzen Tag am Grinden, um endlich Serie 11 freizuschalten und dann natürlich auch Serie 12, allerdings das dauert noch ein paar Wochen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, welche Serie fährt ihr gerade? Habt ihr da Probleme? Wenn ja, schaut mal meine anderen Videos an. Ich habe da auf jeden Fall ein paar Guides, also ein paar Setups und Strategietipps für euch bis Serie 7, Serie 8 glaube ich sogar auch. Also von daher, das hilft, denke ich mal, euch da den einen oder anderen Sieg einzufahren. Man kann nicht immer gewinnen. Ja, wir können ja auch mal über eine Siegesserie oder über eine wie heißt das, Verliererserie, ja, können wir auch mal drüber quatschen. Passiert mir auch und dann müssen wir einfach wieder dann zurück in unsere kleinen Ligen, um dort dann halt auch dann wieder punkten zu können. Ja, Qualifying 18 und 20 in Serie 10. Ist nicht mehr so schön wie in Serie 7 oder in Serie 8. Der Gegner 15 und 17 hat auf jeden Fall ein besseres Qualifying hingelegt wie ich. Also hoffen wir auf einen guten Start und ja, dass wir mehr Punkte holen, dass wir das Rennen hier auch gewinnen. Ja, Max Verstappen wieder einen Riesenfehler gemacht. So. Gut weggekommen, müssen wir ein bisschen pushen. Hätten wir lieber nicht gepusht. So, jetzt. Alles wunderbar. Sieht doch schon mal gut aus. 17 und 19. Da müssen wir uns jetzt auch erstmal einpendeln. Werden mit beiden Fahrern eine Einbox-Strategie fahren. Wenn der Gegner jetzt überholen will, soll er überholen. Gar kein Problem, der ist auch auf Soft. So. Genau, Max Verstappen auch am besten noch überholen, weil der ist ja auch auf Medium. So. Werden versuchen mit Max 4 Runden zu fahren und zu pitten. Und mit Valtteri Bottas 5 Runden. Und dann werden wir dann auch in die Pits gehen. Liegen noch ein bisschen vorne. Das ist alles gut, alles entspannt. So, jetzt können wir ein bisschen boosten hier. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Und hier auch wieder. So. Ihr wisst ja in den anderen Videos, also die ich jetzt auch hier auf dem Channel habe, ihr seht ja immer, dass ich immer booste und dann wieder auf Verteidigen gehe. Also Angriff, Verteidigung oder einfach Medium. Medium benutze ich eigentlich selten, weil ich will einfach nur einen gewissen Gap haben zwischen meinen Gegnern. Um dann halt auch, wenn dann jemand nämlich vor ihnen pittet, weil wenn ich dann beschleunige, dann kann ich nämlich den Gap nutzen, um ihn halt auch dann zu überholen. Wenn wir nur auf Medium fahren, dann, ja, das bringt halt nicht so viel. So, perfekt. Max Verstappen geht hier auf 13 und Valtteri Bottas geht hier auf 16. So, wir werden jetzt Max Verstappen pitten. Natürlich versuchen wir nicht überholt zu werden, aber schwer. So. Ich sag ja immer, in der Ruhe liegt die Kraft. Man muss wirklich nicht so viel pumpen hier, erst recht nicht in einer Liga, wo wir das Equipment auch noch nicht haben. Ja, wir haben hier keine Serie 12 Teile verbaut. Oder besser gesagt, wir haben sie verbaut, aber die sind halt noch nicht abgegradet. Also die hängen selber noch irgendwie auf 1. Mein Hydra, mein Frontflügel hängt auf 1. Und ja, da bringt nichts. Die Puscherei bringt hier überhaupt nichts. Also besser einfach nur immer schön eng beieinander zu sein.
Also immer schön zu dem Frontmann hier. Bottas jetzt, gehen wir mal rein, gucken uns das mal an. Wir pushen jetzt ein bisschen, damit wir einfach mal ein bisschen auch an unseren Frontmann herankommen. So, und jetzt können wir auch pushen. Dann geht er nämlich schön in die Box. Unser Max Verstappen ist immer noch auf Voll Push. Nur eine Runde und danach wird er auch vom Gas gehen. So, Valtteri Bottas ist schon fast fertig mit seinem Pitstop. Super. So, jetzt gehen wir hier vom Gas. So, unser Gegner ist auf Softies. Muss jetzt auch die Runde jetzt hier tanken. So. Pushen wir jetzt beide. Noch ein bisschen. Weil die Jungs vor uns müssen ja tanken. Und die wollen wir dann auch schön überholen. So, Verstappen auf 18. Sehr, sehr schön. So, unser Gegner geht tanken. Wir überholen ihn jetzt mit beiden Fahrzeugen. Und haben somit unsere Ruhe. Hier noch 50% Reifen. Und auf Bottas. Bottas kann auch durchhämmern. Also auch wieder nur auf Angriff und versuchen eventuell noch 1, 2 Plätze zu machen hier bis Ende des Rennens. Und unser Max Verstappen hat hier vollkommen seine Ruhe auf Platz 16 und kann eigentlich schön entspannt hier jetzt auch, können wir den Sieg nach Hause fahren. Ja, kann manchmal leicht gehen, aber manchmal ist es auch sehr, sehr hart, bin ich ehrlich. Natürlich verlieren wir auch Rennen, allerdings im größten Teil gewinnen wir sie eigentlich. Wir wollen ja erfolgreich sein. So, perfekt. Unser Bottas überholt jetzt auch nochmal 3 Leute. Perfekt, wir gehen hier mit 14 und 15 nach Hause. Das ist doch schön. Machen wir zusammen noch ein Rennen, nochmal ein Serie 10 Rennen, um eventuell vielleicht auch einen anderen Parcours abzukriegen. Und dann, machen wir zusammen noch ein schönes Rennen. Wie gesagt, ich bin am Grinden seit heute, den ganzen Tag, habe jetzt schon 30 Rennen oder sowas gemacht, 30, 35 Rennen bis jetzt. Und ja, es stehen noch circa 10 an. Und dann haben wir Serie 11 geschafft und dann können wir sagen, okay, das war's. Dann haben wir erstmal, Serie 11. Genau, Serie 11 und dann gibt es natürlich die Racing-Kiste dann aus dieser Serie dann und das hilft uns, denke ich mal, ein bisschen weiter. So, perfekt. Haben wir Rennen abgeschlossen, 13 und 15. So. Man braucht ja 5850. So, fehlen noch 105 Flaggen und dann gehen wir weiter. Und zur Serie 12 sind es, können wir mal gleich zusammen gucken hier, aber das sind einige Rennen, die wir da noch gewinnen müssen. Springen direkt mal ins nächste Rennen. So, hier Serie 11 noch 105 Flaggen und dann 2755 Flaggen. Das ist zu viel. Das ist eindeutig zu viel. Müssen wir die nächsten Rennen, das sind ja 200 Rennen, die man da durchboxen muss. Ja, wenn man da 50 Rennen am Tag macht, was ja auch schon ein bisschen süchtig ist, sagen wir mal so, dann ist das ja auf jeden Fall, dann bist du ja auch dann 4 Tage dran bei 50 Rennen am Tag, aber das ist ja Wahnsinn. Ich werde morgen Samstag, da werde ich ein weiteres Video hochladen von dem Grand Prix. Ich hoffe natürlich, dass ich mich qualifiziere. Habe da auch Serie 12 ausgesucht, also die Champions League. Oh, wir sind hier in Ungarn, sehr schön. Und ja, drückt mir die Daumen, Jungs, dass ich es schaffe. Oh, sehr schönes Qualifying hier. 16 und 18, sehr, 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 sehr gut. Wir fahren mit Max Verstappen fahren wir raus auf Soft und auf Bottas fahren wir auf Medium. Auch wieder eine Einbox-Strategie für beide Fahrer. Wir werden versuchen mit Max nach 4 Runden zu pitten und mit Bottas nach 5 Runden. Ja, Bottas zieht auch schon mal weg. Das auch, da hält er schon die Position. Wir werden hier nach der zweiten Kurve aufhören zu boosten. Und runter. So. Wie findet ihr die Grafik vom Spiel dieses Jahr? Die hat sich auf jeden Fall im Positiven verändert. Letztes Jahr war das nicht so schön. Aber dieses Jahr sieht das echt schön aus. Hier.
Auch die Werbepartner sind dabei, wie wir hier sehen, beim DHL, Crypto.com. Die sind jetzt auch hier drin, natürlich Formel 1, ist ja klar, F1 Clash. Die müssen dabei sein. Ja, wie ihr seht auch, Jungs, Mädels, kein Stress. Puscherei bringt überhaupt nichts, die ersten paar Runden. Weil es ist einfach so eng, dass die Gefahr besteht, dass wir im Endeffekt die Position verlieren, ja, wenn wir pushen. Und das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Wir haben jetzt, guckt euch das mal an hier. Max Verstappen macht sogar noch eine Position. Pushen ein bisschen, damit wir auch ein bisschen wegkommen von ihm. So, und hier auch. So, sehr, sehr gut. Wie wir uns das auch gedacht haben, werden wir mit Max Verstappen nach 4 Runden pitten, werden ihn dann auf Medium-Reifen switchen und dann kann er auch die letzten 4 Runden schön auf Angriff gehen. Pushen wir hier noch ein bisschen, um diejenigen, die jetzt in die Boxengasse gegangen sind, um zu pitten, auch zu überholen. So, hier auch noch mal ein bisschen. So, Max Verstappen kommt rein auf Medium, wie wir gesagt haben, volle Reparatur des Fahrzeugs bitte. So. Bottas. Ich werfe das einfach mal rein für die Leute, die bis jetzt noch da sind. Was haltet ihr davon, wenn ich mal live gehe? Weil ich spiele mit der Idee, mal ein bisschen live zu gehen, eventuell auch einfach auch wieder, um ein bisschen Spaß zu haben, auch wieder sowas wie hier jetzt, Serie 10 ein bisschen grinden. Und ja, sagt mal Bescheid, Leute. Habt ihr Lust auf sowas? Weil dann würde ich vielleicht einmal die Woche, würde ich mir dann einen Tag aussuchen, der dann auch für euch auch gut passt. Und dann würden wir mal live gehen und ja, einfach mal ein bisschen zusammen abhängen. Ja, ihr könnt ja dann in der Zeit auch ein paar Rennen fahren, ist ja auch schön. Und ja, dann lasst uns da zusammen grinden. Im Live-Chat natürlich bin ich dann auch vertreten. Werde mir dann auch ein paar Kommentare von euch dann durchlesen und natürlich auch beantworten. So, der Gegner kommt jetzt auch rein, so wie ihr seht. Wir werden jetzt mit Max Verstappen gepusht bleiben. Bottas ist sogar vor ihm noch raus, haben ihn natürlich auf Soft. So, und da können wir jetzt eigentlich auch uns ein bisschen zurücklehnen. Bottas versuchen noch ein paar Plätze zu machen, wäre schön. Da haben wir schon einen Platz gemacht. Aber ihr seht selber, wie eng es ist, ja. Wenn ich jetzt hier auf Push gehe, besteht halt immer die Gefahr bei jeder Kurve, dass ich einen Platz verliere. So, und diesen Platz dann wieder gut zu machen, nicht leicht. Ihr habt auch vielleicht auch gesehen, dass es euch vielleicht auch passiert ist. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich hoffe, dass es eurem Gegner passiert ist, dass der an manchen Ecken hängen bleibt. Ja? So, und dieses Hängenbleiben ist natürlich auch sehr gefährlich. Ja, das ist ja, da habt ihr, ja, jetzt mein Max Verstappen hat jetzt so ein bisschen gestruggelt, hat sich aber auch wieder gefangen. Deswegen ist das eigentlich immer gut, um ein bisschen auf Verteidigen zu gehen, dann wieder ein bisschen auf Angriff, so wie ich das eigentlich immer mache, um einfach dann auch den Schwung mitzunehmen. Ja? So wie hier jetzt wieder, zack, Bottas gibt ein bisschen Gas, geht jetzt wieder runter vom Gas. Bei Max Verstappen genau das gleiche. Ja, ist eigentlich immer sicherer. Ihr behaltet dann auf jeden Fall die Position. Allerdings macht man dann auch kaum Positionen. Ja, ja, das Rennen haben wir auch gewonnen. Ich hoffe, dass noch meine weiteren 7, 8 Rennen, die jetzt noch weiter folgen hier, noch weiter so reibungslos über die Bühne gehen. Weil dann bin ich auf jeden Fall super schnell in Serie 11. Ich bedanke mich bei euch, wer bis hierhin zugeguckt hat. Bedanke ich auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei allen, die den Channel supporten mit Likes und mit Kommentaren. Jedes Video hat hier immer so um die 100 Klicks. Finde ich auch super, super, super geil. Und ja, das motiviert mich auf jeden Fall weiterzumachen, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch allen. Und ich hoffe, dass ihr immer weiter dran bleibt. Wie gesagt, abonniert den Channel, damit ihr auch immer jedes Video nicht verpasst. Am besten eine Glocke hinterlassen. Dann seht ihr immer sofort, wenn ich ein weiteres Video hochlade. Wir gehen mal auf den Gegner. Fahrer auf Charles Leclerc auf 2, Alonso auf 2. Ich habe Max Verstappen Serie 12 auf 1 und Bottas Serie 9 auf 3. Wie ihr seht. Dann Equipment hat der Gegner die Werte klar drunter, allerdings einen schnellen Boxenstopp hat er, aber hat ihm nichts gebracht in dem Rennen. So muss das sein. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch und wir sehen uns bei der nächsten Folge.
bis später.